In diesem Video erfahrt ihr, welche verschiedenen Qualitäten von Wasser es gibt. Vom hochreinen Wasser über das Trinkwasser und was da wichtig für uns ist, bis hin zu den Abwässern aus Haushalt und Industrie. Wasser aus dem Wasserhahn sollte folgende Eigenschaften haben. Es sollte klar sein und trinkbar. Also ich kenne Fälle zum Beispiel aus Italien, wo aus dem Wasserhahn braune Brühe rauskommt und dieses Wasser ist etwa nicht trinkbar. Das heißt, damit man nicht krank davon wird, sollte es wichtige Mineralien enthalten und keimfrei sein. Was heißt das? Selbst klar aussehendes Wasser kann Keime enthalten. Wie viele das im typischen häuslichen Rohabwasser sind, soll folgendes Glas verdeutlichen. In solch einem Glas häuslichem Rohabwasser befinden sich typischerweise 100 Millionen Keime. Wie echtes Abwasser aussieht, seht ihr auf folgenden Laborbildern. In dem Trichter unten haben sich Feststoffe abgesetzt und das überstehende Wasser ist deutlich trüb. Trinkwasser sollte 0 Keime haben. In Europa haben wir zum Beispiel eine Badegewässerrichtlinie, welches für das Baden in zum Beispiel Badeseen gedacht ist und dort ist die Höchstgrenze für Keime 100 Keime pro 100 Milliliter. Sobald Wasser trüb aussieht, können wir davon ausgehen, dass es auch verkeimt ist. Dann sollte es nicht getrunken werden oder wenn es denn doch getrunken werden muss, dann sollte man es vorher filtern. Weitere Informationen zu Filtern und wie ihr einen Filter selber bauen könnt, findet ihr in einem weiteren Video auf diesem Kanal. Für viele andere Verwendungen von Wasser, wie für das Waschen von Wäsche, die Toilettenspülung, den Hausputz, muss das Wasser nicht ganz so sauber sein. Deshalb ist es hierfür auch möglich, Regenwasser zu nutzen oder aufbereitetes Wasser. Noch reineres Wasser als Trinkwasser lässt sich auch herstellen. Diese hochreinen Wässer werden als destillierte bzw. mikrofiltrierte und demineralisierte Wässer bezeichnet. Diese Wässer kommen in Geräten zum Einsatz oder im medizinischen Bereich. Zum Trinken sind diese hochreinen Wässer nicht geeignet, da unser Körper die Mineralien braucht. Zu den wichtigen Mineralien, die unser Körper benötigt, zählt Magnesium, Calcium und Natrium. Durch unsere Lebensweise und die unterschiedliche Nutzung der Wässer werden verschiedene Arten von Abwässer unterschieden. Wir haben das Regenwasser von Dächern und Balkonen, welches vor allem Verschmutzungen durch Laub und Vogelkot aufweist. Hierzu empfiehlt es sich, einen Laubfilter zu verwenden, der das Laub auffängt. Dann sollte das gesammelte Wasser in einem Erdtank kühl gelagert werden. Regenwasser oder der Notüberlauf aus einer Regenwassernutzung sollte nicht in eine Kläranlage geleitet werden, da diese mit dem unregelmäßigen Anfall schnell überlastet wäre. Für Niederschlagswasser, welches auf Parkplatzflächen und anderen versiegelten Flächen wie Flughäfen anfällt, gibt es mittlerweile spezielle Lösungen. Hier haben wir es vor allem mit Laub und organischen Verschmutzungen zu tun und mit Rückständen von Fahrzeugen wie abtropfendes Öl oder Reifenabrieb. Diese Klärlösungen werden als Niederschlagswasserbehandlungsanlagen bezeichnet. Die häuslichen Abwässer werden unterschieden in Gelbwasser, Schwarzwasser und Grauwasser. Im Gelbwasser, welches vor allem aus Urinalen stammt, befinden sich vor allem Stoffe wie Stickstoff und Phosphor. Diese Stoffe können sinnvollerweise als Dünger genutzt werden, wenn man sie denn nutzbar macht. Auch mit sogenannten Trenntoiletten können das Gelbwasser vom sogenannten Schwarzwasser getrennt werden. Dazu gibt es 2 verschiedene Abflussleitungen bei diesen Toiletten. Getrenntes Schwarzwasser kann sehr gut kompostiert werden. Die weiteren Abwässer aus Haushalten nennt man Grauwässer. Sie kommen vor allem aus den Badewannen, Duschen, Waschbecken und den Spül- und Waschmaschinen. Diese Abwässer können wiederum in speziellen Grauwasserbehandlungsanlagen wieder nutzbar gemacht werden. Dies ist vor allem sinnvoll für Hotels, wo viel von diesen Abwässern anfallen und man anschließend das Wasser für Toilettenspülung und Waschmaschinen wieder verwenden kann. Obwohl die Trennung der Abwässer im häuslichen Bereich durchaus sinnvoll wäre, wird dies in der Regel nicht gemacht. Die Installation von Trenntoiletten ist aufwendig und bedeutet eigentlich eine Planung von Beginn an des Hausbaus.
Deshalb werden diese Abwässer in der Regel zusammengeführt und in einer Kläranlage gemeinsam gereinigt. Durch die zunehmende Industrialisierung gibt es immer mehr Spezialanwendungen für die Abwasserreinigung. Hier haben wir zum Beispiel Betriebe aus der Ölindustrie, aus der Saft- und Weinproduktion, Schlachtereien, Waschanlagen und andere. Die besondere Zusammensetzung dieser Abwässer erfordert eine individuelle Planung für diese Anlagen für die Abwasserreinigung. Bei Gastronomie und Tankstellen zum Beispiel, wo Fette und Öle anfallen, werden diese durch spezielle Fett- und Ölabscheider aufgefangen. Also nochmal zusammengefasst, es gibt verschiedene Wasserqualitäten. Vom hochreinen destillierten und demineralisierten Wasser über das Trinkwasser, welches Mineralien enthalten sollte, wie Magnesium, Calcium und Natrium. Weiterhin werden verschiedene Abwässer unterschieden, wie Regenwasser, Niederschlagswasser und die häuslichen Abwässer mit dem Gelbwasser, dem Grauwasser, dem Schwarzwasser und dem industriellen Abwasser. Für alle diese Abwässer existieren geeignete Klärlösungen. Neue Herausforderungen, um Medikamentenrückstände zu eliminieren oder wichtige Stoffe wie Phosphor zurückzugewinnen, befinden sich in der Erprobung.